Hallo Freunde, ich war wieder auf meinem Lieblingsflohmarkt der Lieblingsflohmärkte unterwegs. Ich kann nur sagen, Vintage Herz, was begehrst du mehr? Ja Leute, es war wieder Flohmarktzeit und nicht nur irgendein Flohmarkt, sondern mein liebster Flohmarkt im Raum Gießen hat er stattgefunden, in den Gießener Hessenhallen wieder. Und was ich da gefunden habe, möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Es ist einiges, es ist ja Kindheit wieder, Kindheit pur, Vintage pur, auch ein paar alte Sachen, die ich noch gar nicht gekannt habe. Und ich möchte halt chronologisch vorgehen, ich möchte euch die Sachen zeigen, wie ich sie gefunden habe. Und der Anfang machen Hörspiele. Ich bin auf den Flohmarkt draufgegangen und da war eine Dame mit einer Kiste mit Hörspielen, ja, und hat mir, beziehungsweise ich habe die Hörspiele dann durchgeblättert und ich zeige euch erstmal, was ich gefunden habe. Ich habe eine Huibu Folge 2, das Schlossgespenst in neuen Abenteuern. Das ist mit Hans Clarin als Huibu. Die zweite Folge gibt es ja in 2 Varianten. Mit einem anderen Sprecher, auf dessen Namen ich nicht gerade komme. Die wurde zuerst aufgenommen und dann hat man Hans Clarin zurückgeholt. Und dann wurde die Folge nochmal mit Hans Clarin eingesprochen. Ich habe die Folge schon in der Sammlung, aber der Zustand war einfach traumhaft, sodass ich da nicht vorbeigehen konnte. Und dann hatte sie, ich zeige es erstmal, was es ist, noch mehrere Hörspielplatten. Ich habe hier die Hexe Schrumpeldei Folge 1. Ich habe die Hexe Schrumpeldei Folge 2. Folge 3. Folge 4. Folge, jetzt gibt es einen Ausreißer, Folge 7 und die Walpurgis Nachthexerei, auch wieder ein typisch deutsches Wort, in einem geschrieben. Dann haben wir die Folge 6, oh, habe ich jetzt chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge, Folge 6 und der wilde Hexensabbat und Folge 11 und der starke Lukas. Das macht summa summarum 3, 4, 5, 6, 7 Folgen Hexe Schrumpeldei von Europa. Ja, 7 Stück, alle in einem wunderschönen Zustand. Ab und zu ist, wie bei der Folge 1 halt, sieht man hier vielleicht der Name draufgeschrieben mit Kuli. Naja, aber 7 Folgen und eine Huibu. Und ich habe die Dame halt gefragt, was möchte sie denn für die Hörspiele in dieser Kiste haben? Und sie sagte eigentlich pro Hörspiel 1,50 Euro. Aber sie sagte, sie hat mir dann auch die Hexe Schrumpeldei-Folgen so gezeigt, hat gesagt, aber die hier würde ich gerne zusammen verkaufen, weil die einfach zusammen gehören. Und für die 7 würde sie 6 Euro machen. Und dann habe ich gesagt, okay, das war mir eigentlich schon klar, ich nehme sie auf jeden Fall. Und dann habe ich die Huibu noch dabei genommen und dann habe ich alles zusammen für 6 Euro bekommen. Ich fand es total klasse, also die Huibu quasi on top. Ja, also wunderschöne Hörspiele. Ich habe von der Hexe Schrumpeldei auf Schallplatte schon einige in der Sammlung. Einige fehlen mir noch. Die ich in der Sammlung habe, werde ich mir anschauen und gegebenenfalls updaten. Ja, und ansonsten die doppelten werde ich dann mal schauen, ob ich die vielleicht in einem Sale oder zum Tauschen und so weiter halt anbiete. Auf jeden Fall, der Flohmarkt ist gut gestartet. Insgesamt 8 Hörspiele gefunden am ersten Stand. Ja, dann weitergegangen, zu einem Stand gegangen, gab es so eine kleine Kramkiste. Auf dem Boden hat die gestanden, da waren Spielzeugfiguren drin, alles mögliche, auch neuere Sachen, ja, aus den 90ern, 2000ern, wie so kleine Batman-Figuren, so Pocahontas-Figuren etc., so Ritter und so weiter. Und dann ist was hervorgekramt, habe ich was hervorgekramt, und zwar habe ich hier einen Street Shark gefunden. Ja, hoffe, das sieht man hier gut. Ja, in einem sehr, sehr schönen Zustand. Street Shark von 1994. Ich bin mir nicht sicher, ob der komplett ist. Er sieht zumindest komplett aus. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch irgendwas dran kommt. Das heißt, ich kann hier drauf drücken, also ob man das sieht. Und dann fahren so ein bisschen so die 3 Klauen hier. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, man es wahrscheinlich nicht so gut. Die 3 Klauen aus. Ja, genauso gut kann ich hier hinten an der Rückenflosse den Kopf hoch und runter setzen. Ich weiß nicht, ob das alles ist, was er kann. Vielleicht könnt ihr es in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Figur kennt. Ansonsten, der ist hier
Das Oberteil ist komplett aus Gummi. Ja, in einem sehr schönen Zustand. Ich werde das Ganze noch mal ein bisschen sauber machen, dann passt das. Die Rollen, die Blades sind noch dran. Und was soll ich sagen? Unten das Ganze ist dann aus und die Arme sind auch aus festem Kunststoff, aber alles noch sehr stabil. Und ich habe die Dame gefragt, was sie für diese Figur haben möchte. Ja, und sie sagte 2 Euro für die Figur. Habe ich auch gar nicht überlegt, habe ich auch nicht mehr verhandelt, sondern habe die 2 Euro gegeben und habe mir diesen Street Shark hier gegönnt. Ich hatte dann noch einen von den Turtles, einen Bebop war es, glaube ich, gefunden. Der hat allerdings keine Beine mehr gehabt. Habe aber gesehen, dass man die Beine so reinklicken konnte. Habe dann in der Kiste gewühlt, habe das erste Bein gefunden, habe weiter gewühlt, habe nichts mehr gefunden und dann habe ich ihn da gelassen. Hätte ich das zweite Bein gefunden, dann hätte ich ihn auch noch mitgenommen, weil ich denke mal, der hätte auch nicht mehr wie 2 Euro gekostet. So ist es beim Street Shark geblieben, aber, was soll ich sagen, für 2 Euro nicht verkehrt. Was meint ihr? So, dann war ich an einem Stand gewesen, der hatte kreuz und quer Sachen stehen gehabt, er hatte Schallplatten gehabt, er hatte Bücher gehabt, er hatte Spiele gehabt, er hatte Plüschtiere, glaube ich, gehabt, Brettspiele, neue, alte, und er hat ein relativ altes Brettspiel da gehabt. Das habe ich mir dann näher angeguckt, und zwar ist das hier das Karl-May-Spiel Winnetou und All Shatterhand, wie heißt es, auf den Spuren von Karl May und seinen Helden. Typische Pierre Brice Winnetou hier abgebildet. Spiel ist von Ravensburger. Ich habe ihn gefragt, ist es komplett? Er sagte ja. Ich habe gesagt, was willst du dafür haben? Er sagte 3 Euro. Habe gedacht, okay, handelst ein bisschen, sagst du 2 Euro, dann sagte er 2,50. Dann habe ich gesagt, jo, das machen wir. Das Spiel ist komplett in einem wunderschönen Zustand, ist von 1988. Also da war ich 10 Jahre alt, wie das Spiel hier rausgekommen ist. Und wie gesagt, es ist komplett. Karton hat leichte Abnutzungsspuren an den Kanten, das ist aber vollkommen okay. Ja, wie gesagt, 88 ist ja auch nicht mehr das jüngste. Und für 2,50 Euro ist es auch in die Sammlung gewandert. So, dann war ich an einem Stand, der sehr viel antike Sachen gehabt hat. Unter anderem hat er aber einen kleinen Nebentisch gehabt und da hat dann schon ein Zettelchen drauf gestanden, jedes Teil 1 Euro. Und hatte so eine kleine Keksdose gehabt, wie man sie früher hatte, wo immer so Knöpfe und sowas drin waren. Da waren halt ganz viele kleine Gummifiguren drin, Bulli, Schleich und so weiter. War nicht so wirklich was für mich dabei, bis auf 2 Sachen, die habe ich mir mitgenommen. Und zwar habe ich mir einmal hier diesen kleinen König mitgenommen. Den kannte ich nicht. Ich wusste nicht, zu welcher Serie er gehört. Aber er hat unten eine Prägung, 1979, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, Erfinder von Familie Feuerstein zum Beispiel. Und dachte ich mir, 1979, Hanna-Barbera, den kannst du mal mitnehmen. Mitgenommen und in meinem Comic-Figurenkatalog durchgeblättert und habe gefunden, die Figur gehört zu Gulliver, zu Gullivers Reisen. Ja, finde ich wunderschön. Wie gesagt, mir war der kein Begriff. Jetzt habe ich gesehen, welche Figuren es dann noch gibt und jetzt will ich die auch noch haben. Und als zweite Figur, die ich mitgenommen habe, ist ein kleiner Goldie-Hamster, ja, von der Commerzbank damals, Werbefiguren. Dieser Hamster war ja das Maskottchen oder die Werbefigur von der Commerzbank. Ich hatte früher, den guten gab es eigentlich mit so einem gelben Oberteil und ich glaube einer braunen Hose, glaube ich. Ja, den wollte ich immer schon mal finden, habe bis jetzt noch keinen gefunden oder die waren komplett verloddert und waren nicht mehr schön. Der ist in einem wunderschönen Zustand, ist jetzt in einem grünen Anzug, hat das Commerzbank Goldie-Zeichen noch vorne drauf und wie gesagt, der Gute wollte für jede Figur, also für jedes Stück 1 Euro haben und ich habe es einfach eingegangen, ja, ich habe 2 Euro gegeben. Wahrscheinlich hätten wir auch 1 Euro für beides machen können, aber da ich nicht wusste, was das für eine Figur ist, ja, einfach mitgenommen, Glück gehabt, 2 weitere Bulli-Figuren oder ja, Gummifiguren für meine Sammlung. So, dann wieder am nächsten Stand, auch wieder sehr viel antike Sachen. Mit dem Herrn habe ich auch ein nettes Gespräch gehabt. Ich habe dann was gesehen, was ich haben wollte für meine Hörspielsammlung. Und zwar, ich zeige es euch erstmal, ich habe hier ein Kassettenkarussell. Wer kennt sie noch? Ja, Kassette rein und dann konnte man hier die Karusselle so drehen. Man konnte sie auch stapeln. Und genau das hatte er auch an seinem Stand gemacht, denn es ist nicht nur eins, sondern ich habe hier noch 2, also ich habe insgesamt 3 Kassettenkarusselle mitgenommen und der Gute wollte
ich glaube, 3 Euro pro Stück haben. Ja, oder 3,50 Euro pro Stück haben. Hat aber mit sich handeln lassen, hat gesagt, aber ich bin für Vorschläge offen. Und dann habe ich einfach gesagt, dann kannst du auch hier abmachen. Oh. So, steckt fest drin. Jetzt sind sie auch einzeln. Ja, die kann man aufeinander stapeln, wie gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir 6 Euro, 2 Euro pro Stück anstatt 3 Euro. Damit war er vollkommen einverstanden. Das heißt, ich habe jetzt für 3 Kassetten, Gott, ein Zungenbrecher, für 3 Kassettenkarusselle insgesamt 6 Euro bezahlt. Ich glaube, günstiger geht es kaum. Auch da, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, dann habe ich an einem Stand 2 Sachen oder mehrere Sachen mitgenommen. Die Sache, die ich als zweites mitgenommen habe, zeige ich euch jetzt als erstes, weil die Sache, die ich als erstes mitgenommen habe, schließt an eine weitere Sache an, die ich woanders da gefunden habe. Bisschen kompliziert vielleicht, aber ich erkläre es euch gleich und ihr werdet auch gleich sehen, dass es Sinn macht. Und zwar hat der Gute an seinem Stand Salamander-Figuren liegen gehabt, also von diesen Salamander-Schuhen. Da gab es ja Werbefiguren damals. Und ich habe hier einen Lurchi, den habe ich mitgenommen. Ich habe von denen noch gar keine in der Sammlung, wollte immer welche haben, waren mir aber immer zu teuer. Ich habe hier einen Lurchi, ich habe hier den Frosch, ich habe hier den Gartenzwerg, nenne ich es mal. Ist das ein Frosch? Ich bin mir gerade unsicher, weil hier ist der Frosch, den ich gemeint habe. Was ist das? Ist das hier eine Kröte oder was ist es? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall sind das Quietschfiguren. Ich hoffe, das hört man. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Tinnitus, aber diese 4 Figuren habe ich mitgenommen, plus noch 3 weitere, die zeige ich euch einfach jetzt mal so. Den Igel, die Maus und nochmal den Gartenzwerg, hier nochmal im Vergleich. Der andere, ja, er hat mir das so verkauft, dass die einen älter, die einen neuer sind, das stimmt auch, aber er hat sich ein bisschen damit vertan. Er sagte, das ist der ältere, das ist der neuere, aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Das sieht man auch unten an den Einschlüssen, sage ich mal, wo das Gequietsche rauskommt. Aber überhaupt nicht schlimm. Es sind insgesamt 3, 4, 5, 6, 7 Figuren und ich habe für die 7 Figuren 15 Euro bezahlt. Ich finde den Preis vollkommen okay. Ja, ich habe auch mal im Nachhinein im Internet geguckt und so günstig sind die gar nicht. Also 15 Euro ist das, finde ich richtig gut eigentlich. Ja. Hatte keine Ahnung, was die wert sind. Ja, ihr könnt es ja auch mal, wie gesagt, auch hier wieder beteiligt euch fleißig, in die Kommentare schreiben, ob ihr 15 Euro für diese 4, 5, 6, 7 Figuren okay findet oder ob es euch zu teuer war. Das interessiert mich sehr. Und wie gesagt, das war die zweite Sache, die ich mitgenommen habe. Die erste Sache, die meine Aufmerksamkeit erregt hat, war etwas, das er auch an dem Stand hatte. Und ich hatte ja auf dem Dorfflohmarkt, den ich vor kurzem besucht hatte, wo ich ja auch ein Video drüber gedreht hatte. Ja, bei dem Dorfflohmarkt habe ich ja ein Barbie-Klavier gefunden, von 1981 war es, glaube ich. Und jetzt habe ich einen Barbie-Doll, also Puppenkoffer gefunden bei dem guten Mann. Und es hat mich irritiert oder es hat mir ins Auge gestochen, dass dieses Bild hier überhaupt nicht für mich Barbie-like war. Das sieht halt irgendwie richtig alt aus, ja. Und ich dachte mir, das sieht interessant aus. Und siehe da, dieser Koffer ist von 1968, Leute. Der ist von 1968. Das muss man sich mal überlegen, wie alt der schon ist, ja. Dafür, dass er alt ist, hat er hier oben einen kleinen Einriss, hier unten einen kleinen Einriss, wenn man das sieht. Der Tragegriff ist noch dran, funktioniert einwandfrei und hier oben hat sich eine Niete gelöst, wenn man das halt sehen kann. Die kriegt man mit Sicherheit wieder fest. Ansonsten, wenn ich das gute Stück aufmache, ist noch alles drin, nichts defekt, nichts gerissen. Ansonsten, ja, sehr, sehr schön. Hier ist sogar noch so ein Bügel, ja, so eine Art Kleiderbügel, ja, wo man was reinmachen kann. Also sehr, sehr schön. Und veranschlagt hatte der Gute den Barbie, wie nennt er, Doll Case. Also Puppencase, Puppenkoffer for Barbie and her friends. Ja, hatte er für 10 Euro. Ja, ich sagte, okay, er sagte aber, Preis ist verhandelbar. Und dann dachte ich mir halt, ja komm, eigentlich ist es gut bezahlt, aber wenn wir auf dem Flohmarkt sind, handeln wir halt in dem Fall ein bisschen. Und wie gesagt, das war das erste Ding, was ich mitgenommen hatte bei ihm. Und dann sagte ich halt hier,
Sie sagen 10 Euro, ich sage 6 Euro, dann kontern Sie mit 8 Euro und ich sage, okay, ist das okay? Hat er kurz überlegt und sagte, ja. Und dann habe ich das gute Stück für 8 Euro mitgenommen. Ich denke, da kann man gar nichts falsch machen. Ja, ich bin eigentlich kein Barbie-Sammler, aber wenn ich auf dem Flohmarkt sowas sehe, kann ich nicht vorbeigehen. Vor allem nicht, wenn es von 1968 ist. Ja, Leute, und jetzt kommen wir dazu, wieso ich den ersten Fund als zweites gezeigt habe. Denn ein paar Stände weiter, ja, gab es einen weiteren Barbie-Koffer, Doll-Koffer und diesmal ein Double-Koffer, also für zwei, ich weiß nicht, da passt sogar mehr rein, aber es heißt Double Doll Case, ja, auch von 1968. Ich habe vorher wissentlich noch nie so einen Koffer gesehen gehabt und das war sehr witzig oder sehr, sehr angenehm hier, weil die Dame von dem Stand hatte sehr viele Barbie-Puppen gehabt und hat dann auch eine Geschichte dazu erzählt. Sie ist Barbie-Sammlerin seit x Jahren, Jahrzehnten fast schon, ja. Hat eine riesengroße Sammlung von mehreren tausend Barbies zu Hause. Hat eine Freundin, die hat irgendwie 10.000 Barbies etc. Hat so ein bisschen gesprochen mit uns. Hat gesagt halt, der Koffer, sie hat davon auch Dutzende Koffer zu Hause, aber den musste sie jetzt mal aussortieren und der ist echt in einem nicht mehr guten Zustand. Ja, der ist hier ist die Lasche zum Aufmachen, der ist hier gerissen. Der ist, ja, wie gesagt, man sieht es halt hier auch nicht mehr so schön. Auch hinten steht er ab, ja. Und wenn ich ihn aufmache, Leute, dann werdet ihr sehen, oh, der ist ganz schön im Arsch. Ja, guckt mal hier. Also total hinüber innen drin. Das Inlay ist komplett zerfetzt und da fehlt auch was. Aber jetzt kommt das Gute. Nach dem Preis gefragt. Sie wollte 3 Euro für den Koffer haben und hatte ihn mir dann für 2 Euro überlassen. Und für 2 Euro, wie gesagt, kann mir auch der Zustand nichts anhaben. Für 2 Euro finde ich das hier geschenkt. Ja, wie gesagt, ich mag diese alten Zeichnungen, die so gar nicht Barbie-like sind, so wie man es eigentlich kennt. Ich finde es total klasse. Und jetzt habe ich 2 Barbie-Cases. Ich habe ein Barbie-Klavier in OVP. Ja, und so langsam geht mir hier echt der Platz aus. Ja, Leute, kommen wir zu einem weiteren Stand. Ja, es geht immer noch weiter. Ich bin noch nicht fertig. Also der Flohmarkt war wieder genial, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Und die Dame hatte, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was sie alles hatte. Ich glaube, sie hatte sehr viele Bücher und auch alte Schüsseln und so weiter. Hat aber auch dazwischen 2 Figuren liegen gehabt. Und die habe ich mir angeschaut und da konnte ich nicht wegschauen. Ja, und ich habe hier 2 Big Jim Figuren, die ich mir mitgenommen habe. Hab geguckt, von 1971 sind die. Natürlich passen die Klamotten nicht. Das sind nicht die, also sind Big Jim Klamotten, aber die passen nicht zu den Figuren. Aber immerhin haben sie Cowboy-Stiefel an. Ja, und was soll ich sagen? Der eine hat hier auch noch, sieht man das hier? Der eine hatte auch noch eine originale Pistole dabei. Finde ich sehr schön. Ja, und ich glaube, das hier oben ist eher von Piraten oder von Sandokan oder sowas vom Big Jim, das Oberteil. Ja, und ich glaube, die Hose gehört dann, also das Oberteil, das gelbe Oberteil und die gelbe Hose, glaube ich, die gehören zusammen und gehören nicht zu dieser Figur hier, aber das macht überhaupt nichts. Ja, habe gefragt, was die Dame haben wollte und die Figuren klappen auch noch. Hier der Armmechanismus klappt, der Armmechanismus klappt auch. Die haben ja hinten im Rücken beziehungsweise doch im Rücken hinten so einen kleinen Druckknopf, nenne ich es mal. Und dann kann ich die Arme bewegen. Klappt einwandfrei. Die Dame wollte 12 Euro, also 6 Euro pro Figur haben. Und ich habe die beiden dann halt für 10 Euro zusammenbekommen. Also 5 Euro pro Big Jim Figur. Ich denke, das ist vollkommen okay. Ja, Zustand ist nicht komplett. Aber ansonsten, ich habe mir die Arme angeguckt. Die sind ja oftmals halt total vergilbt, weil die aus Gummi sind. Die Arme sind noch wunderschön. Die Gesichter sind noch wunderschön. Kaum Farbabrieb. Und dann dachte ich mir auch, wenn die Klamotten jetzt nicht passen, für insgesamt 10 Euro kann ich da doch nichts verkehrt machen, oder? So Leute, dann war ich an einem Comicstand. Der Gute hatte nur Comics gehabt. Die Comics waren alle in Folie eingepackt, also jedes einzelne. Also der hat da echt auch Ahnung von. Ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten gehabt. Und habe einige Comics gesehen. Ich hätte mir da so viele kaufen können. Er hat auch echt gute Preise gehabt. Also 2 Euro pro Comic, 3 Euro, 4 Euro. Und das war schon so mit das Maximale hier und da. Bisschen teurer, aber wie gesagt, so im Schnitt waren es eigentlich 2 bis 3 Euro pro Comic.
Und bevor ich zu den Comics komme, möchte ich euch zeigen, was er außerhalb, jetzt sage ich nochmal das Wort Comic, außerhalb da stehen gehabt hat, denn ich bin auf etwas aufmerksam gemacht worden, auf ein Brettspiel, was er da hatte. Und das zeige ich euch jetzt mal, weil das ist Wahnsinn. Oder guckt euch mal das an. Flipper nennt sich das. Ja, habe ich noch nie gesehen, ist von Parker. Ja, auch eine bekannte Brettspielfirma aus den 70er, Anfang 80er Jahren noch. Und das Design alleine erinnert mich so an ja, Comics. Deswegen war es ja auch, hat derjenige das auch gehabt. Er hat gesagt, er hat es jetzt irgendwann mal gekauft und hat das auch in seiner Comicsammlung stehen gehabt. Hat es dann aber jetzt gedacht, nee, das muss weiterziehen. Und es ist nicht im besten Zustand. Also der Karton hat echt Gebrauchsspuren, ist hier oben gerissen. Ja, die eine Ecke ist hier ausgerissen. Aber Leute, das Cover hat es mir so angetan. Ich kannte das Spiel oder ich kenne das Spiel überhaupt nicht. Ist von 1979. Ja, halten Sie Ihre Kugel im Spiel. Ich finde es Wahnsinn. Ja, richtig, richtig schön. Ja, was ich nicht bedacht habe, das habe ich jetzt vorhin rausgefunden. Die Anleitung ist nicht dabei. Hier sind so ein paar Beschreibungen drin und auch auf der Rückseite steht ja ein bisschen was beschrieben. Und früher war es ja so, dass mehr oder weniger das die Anleitung war. Hier habe ich aber gegoogelt und habe gesehen, es gibt eine Anleitung dafür. Ist jetzt ein bisschen schade, ja, aber ich gucke mal, vielleicht kriege ich die irgendwie online und kann sie mir ausdrucken. Oder einer von euch hat sie vielleicht und kann sie mir kopieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel kennt. Aber das Coole ist, er wollte für dieses Spiel hier, und ich dachte mir, boah, ich will gar nicht nach dem Preis fragen, ja. Aber dann haben wir es doch gemacht und er wollte für das Spiel 5 € haben. Und da war es für mich schon gekauft. Egal, ob das Spiel gut oder schlecht ist, allein diese Zeichnung hier vorne drauf, das ist mir die 5 € wert gewesen. Und das werde ich halt auch so schön in meine Sammlung präsentieren und hinstellen. Wahnsinn. Also 5 € dafür. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, habe auch noch Comics mitgenommen. Und zwar habe ich Comics gefunden von Dr. Snuggles. Die sind hier noch in Folie eingepackt. Wie gesagt, die Comics sind alle in einem wunderschönen Zustand. Dr. Snuggles von 1981 müssten die sein. Comic Nummer 1. Dann haben wir hier Dr. Snuggles Comic Nummer 6. Comic Nummer 9. Und Comic Nummer 10. Ja, also 4 Comics. Er wollte pro Comic 2 € haben. Ja, macht summa summarum 8 €. Er hat es mir dann für 6 €, so rum für 6 € die 4 Comics überlassen, plus 5 € das Spiel. Haben wir 11 € gemacht. Ich hätte wahrscheinlich auch 10 sagen können, aber das war es mir wert. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Er hat dann extra nochmal nachgeguckt, weil wir so ein bisschen hier über Dr. Snuggles gesprochen haben, weil Dr. Snuggles ja gar nicht so häufig irgendwo vorkommt oder zu sehen ist, wie viele Comics es denn da gab. Und da hat er bei sich in so einem Comicbuch nachgeschlagen und hat dann mir gezeigt, also es gibt 10 Comics insgesamt und die gab es auch alle die sind alle in einem Jahr rausgekommen. Ich habe noch keine gehabt, jetzt habe ich 4 Stück, heißt es fehlen mir noch 6 Stück und die möchte ich gerne voll bekommen. Auch hier wieder der Aufruf, habt ihr Dr. Snuggles Comics in eurer Sammlung? Habt ihr die irgendwo liegen? Wollt sie nicht mehr haben? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mich an unter retrorauner@outlook.de und dann werden wir uns ganz sicher einig. Ja Leute, das waren meine Flohmarktfunde. Jetzt seid ihr wieder dran. Schreibt in die Kommentare, wie haben euch die Flohmarktfunde gefallen? Hättet ihr die Sachen auch mitgenommen? War euch irgendwas viel zu teuer oder in einem zu schlechten Zustand? All das interessiert mich. Schreibt es mir unten rein. Ansonsten jetzt nochmal ein kurzer Aufruf. Ja, wenn ihr das Video jetzt am Veröffentlichungstag seht, dann ist es Dienstag und am Freitag, den 11.08. gibt es einen Livestream, hatte ich ja schon mal erwähnt. Der Livestream ist auch schon online, dass ihr euch da eine Erinnerung einrichten könntet. Im Livestream wieder mit Zodax Zeittresor geht es diesmal in die Ferien. Wir haben ja aktuell Ferien bei uns in ganz Deutschland, ja, und wir haben gedacht, wir machen uns also ein Ferien-Special. Ja, wir reden ein bisschen, wie wir früher als Kinder der 80er die Ferien erlebt haben, was wir so in den Ferien gemacht haben, wo wir vielleicht mit den Eltern hin verreist sind, wie das Ganze so war.
Zudem möchten wir halt Fragen von euch beantworten. Das heißt, bitte nehmt alle rege am Chat teil, ja, kommuniziert mit uns, stellt uns Fragen, erzählt uns eure Erlebnisse aus den Ferien, aus der Schulferien, aus den Sommerferien der 80er Jahre. Ich freue mich drauf, der Stefan Zolax Zeitressort freut sich drauf, wieder mit euch zusammen. Freitagabend, der 11.08., 20 Uhr, Livestream, Ferien-Special. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich freue mich, wie gesagt, auf eure Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video oder im Livestream. Das hoffe ich. Macht's gut, euer Retro Raune.